Im Bammental bei Heidelberg versteckt sich eine Werkstatt, die ein uraltes, fast vergessenes Handwerk beherbergt. Matthias Griewisch baut hier Cembali, nach alter Tradition, die gut 600 Jahre zurückreicht. Also es gibt einzelne Arbeitsschritte, die wirklich schon seit Jahrhunderten genauso gemacht werden. Mir ist es wichtig, auf die Tradition sozusagen zu achten, also die Werke der alten Meister im Blick zu haben, weil es ja bei der Musikausübung dann darum geht, möglichst den wahren Klang zu finden. Ne? Ja, ich würde mich bezeichnen, ja, und wir suchen dann nach dem alten Klang. Und auf dem Weg zu diesem alten Klang braucht die Kunst der Cembalo-Bauer neben Geschick und Gefühl vor allem eines: reichlich Zeit. Das Leben jedes Cembalos beginnt auf dem Dachboden von Matthias Griewisch, wo das Holz mindestens 10 bis 20 Jahre trocknet, oft viel länger. Im Grunde wusste ich schon in der Lehrzeit, ich will mal Instrumente selber bauen in meiner Werkstatt. Und weil das Trocknen so viel Zeit braucht, hat er schon sehr früh angefangen, Holz zu kaufen. Während eines Berufsschulaufenthaltes und unter Vortäuschung starker Bauchschmerzen hat sich dann so eine Clique mit mir auf nach Italien gemacht, dort einen Holzhändler aufgesucht und da haben wir die Zypresse ausgesucht. Auch 40 Jahre später liegt ein Teil dieses Einkaufs noch immer hier. Doch der immense Lageraufwand lohnt sich. Am Anfang ist wichtig, dass das Holz, was ich nehme, schon gut abgelagert ist und sehr trocken und am besten noch alt ist. Ne? Wenn es luftgetrocknet ist, ist es noch ruhiger, wenn man es einfach noch jahrelang liegen lässt. Ja? Wenn alles ruhig ist und abgelagert ist, dann kann ich es ruhig auch in der Mitte durchschneiden, dann bleibt es auch ruhig. Deswegen gehe ich eigentlich immer sehr zuversichtlich an meine Arbeit, weil ich ja weiß, wenn ich ein Holz aus dem Regal nehme, dann ist es auch ein gutes Holz, sonst würde es da gar nicht liegen. In der Werkstatt lagert jedes Holz nochmal mindestens ein Jahr bei Raumtemperatur, so lange bis die Holzfeuchte bei 6% liegt. Der eigentliche Bau beginnt dann mit dem Holz für den Unterboden. Und auch bei einem Cembalo beginnt es, wie sonst, mit ganz normalen Schreinerarbeiten. Das auf Maß und Dicke gebrachte Fichtenholz fügt Matthias an der Abrichte. Ich will eine absolut ebene Fuge und das habe ich hier eben noch mal gecheckt. Wenn das so zusammenklatscht, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass die Fuge gut ist. Und wenn man es gegen das Licht hält und versucht zu verdrehen, geht es hier nicht, ne? Geht nicht. Erst wenn ich ganz doll drehe, dann dreht sich's. Und dann, wenn das alles der Fall ist, dann weiß ich, die Fuge ist gut und wir können ans Verleimen gehen. Das Cembalo ist der Vorfahre des Flügels. Doch der Ton entsteht hier durch Anzupfen der Saite. Das Prinzip gleicht, stark vereinfacht gesagt, dem einer Gitarre, nur eben deutlich komplexer. Es gibt eine Bodenplatte und eine Resonanzplatte, die zum Schwingen gebracht wird. Diese Platten verleimt Matthias am Verleimständer aus einzelnen Brettern. Zunächst den Unterboden, der das Fundament des ganzen Instruments ist. Der Unterboden wird nach dem Trocknen am dicken Hobel auf sein Endmaß gebracht. Und schon kommt wieder die Zeit ins Spiel.
Am nächsten Tag bereitet Matthias die Außenwände des Cembalos vor. Dafür hat er eine spezielle Maschine aus Japan, seine Finiermaschine. Die verleimten Bretter werden über eine feststehende, rasiermesserscharfe Schneide gezogen. Die Holzoberfläche ist wie von Hand gehobelt, ohne maschinelle Hobelschläge. Der Span ist nur 0,05 Millimeter dick. Jedes Cembalo hat eine gebogene Außenwand, die sogenannte Hohlwand. Ich möchte die Hohlwand jetzt biegen, auf die richtige Form bringen. Dazu habe ich ja diese Form gebaut und auf der Form liegt diese elektrisch beheizbare Heizplatte. Die Außenwände heißen auch Zargen. Sie sind aus Pappel, einem Laubholz. Denn Matthias wird sie am Ende nach alter Tradition farbig streichen. Das homogene, glatte Laubholz eignet sich dafür besser als Nadelholz, bei dem sich die harten Jahresringe mit der Zeit unschön absetzen würden. Ich lasse jetzt den Druck der Zwingen sogar noch ein bisschen nach wieder, damit ich mir keine Wellen reindrücke, dass ich am Ende einen schönen Schwung habe. Wenn die Zarge die Heizplatte überall berührt, feuchtet Matthias sie nochmal an, damit das Holz der Biegung schön folgt und diese hält. Das ist schon gut. Jetzt lassen wir es eine halbe Stunde noch an, den Strom, dass es richtig durcherhitzt wird. Und dann ziehen wir den Stecker und lassen es über Nacht drauf und ist fertig. Kein Problem. Und während die Zarge biegt, bereitet Matthias sein nächstes Werkzeug vor. Die Jupiter 2 hilft. Der handgezeichnete Bauplan muss auf den Unterboden übertragen werden. Matthias reißt die Form und wichtige Bezugskanten an. Die geschwungene Linie, die die typische Cembalo-Form vorgibt, schweift Matthias an der Bandsäge aus. Der Sägeschnitt der Bandsäge hinterlässt eine gewisse Sägerauigkeit. Sie wird mit einem speziellen Hobel geglättet. Das ist ein sogenannter Schiffshobel.
Schiffshobel, weil man damit gekrümmte Oberflächen hobeln kann. So wie wir es ja jetzt hier haben, die Kante des Unterbodens. Ich kann hier durch Drehen die Krümmung der Sohle verstellen. Dass ich also auch hier, wo es immer stärker gekrümmt wird, hobeln kann. Und hier wieder flacher werden. Das ist also ein total wertvolles Werkzeug für uns. Für sowas, es geht fast nicht anders. Damit ist der Grundriss des Instruments festgelegt und wartet auf seine Aufbauteile. Matthias kümmert sich erstmal um ein wichtiges Klangteil und prüft dafür das Holz. Ich habe jetzt hier das Holz für den Resonanzboden, feinjährige Bergfichte mit stehenden Jahresringen. Es hat tolle Schallleitfähigkeiten. Der Resonanzboden ist ja das Teil vom Cembalo, der dann durch die Saiten und über den Steg zum Schwingen gebracht werden soll. Insofern sehr wichtig. Fast das Wichtigste, manche sagen, das ist das Herz vom Cembalo. Und deswegen gilt diesem Teil so besondere Aufmerksamkeit. Dann habe ich hier 3 Bretter mal vorbereitet. Alle gleich dick, 5 mm, gleich breit, gleich lang. Auf den ersten Blick sagt man und denkt man vielleicht, ja, die sind alle toll. Aber auch da gibt es dann noch Unterschiede. Man kann es durch Gedaues angucken, verifizieren. Man kann noch die Klopfprobe machen. Man nimmt so in der Mitte und teilt es nochmal in der Mitte ab, hält es da fest und klopft entgegen. Man hört schon, es klingt wie Pappe. Bupp, weg. Sieht gut aus für einen Laien, ist aber nicht gut. Das nächste wäre das, sieht auch gut aus. Können wir mal gucken, wie das klingt. Man muss dann also nicht das Ursprungsklopfgeräusch beurteilen, sondern den Klang, der danach, sozusagen den Nachhall. Je länger, je lieber. Das käme schon mal in die engere Wahl zumindest. Aber schauen wir mal, das scheint mir am besten zu sein, ehrlich gesagt, einfach vom Sehen her. Ich würde sagen, das hat die schönste Klangentwicklung. Das nehme ich auf jeden Fall. Diese Bretter verleimt Matthias ähnlich wie den Unterboden. Den verleimten Resonanzboden hobelt er von Hand aus, mit viel Fingerspitzengefühl. Den muss man halt, den Resonanzboden, von Hand aushobeln, weil es ist auch keine parallele Fläche, sondern der hat verschiedene Stärken. Weil wir müssen ja auch verschiedene Frequenzen abbilden und dem werden wir gerecht durch die Stärke des Holzes. Mal richtig lag, merkt man im Grunde erst, wenn es spielt. Ja. Nach hinten, wo die Basssaiten laufen werden, lässt Matthias das Holz stärker. Vorne nimmt er mehr ab. Die Unterschiede verbessern die Schwingungsfähigkeit des Resonanzbodens. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß Matthias sofort, wann er genug Holz abgenommen hat. Mit einem dicken Messgerät kontrolliert der Cembalo-Baumeister die gefühlte Holzstärke seines Cembalos Nummer 201. Und der Weg des Klanges wird zum Bild auf Holz. Wie auf so einer geografischen Höhenkarte kennt man das vielleicht, wo ein Berg ist, sind die dichter zusammen und in der Ebene sind sie weiter auseinander. So ähnlich werden wir dann hier auch verschiedene Kurven haben und dann hat man einen visuellen Eindruck vom Stärkenverlauf. Dann kann man sagen, okay, so lassen wir es. Diese Karte ist nur für Matthias persönliches Archiv, um besonders gute Klangentwicklungen des Instruments auch in vielen Jahren noch nachvollziehen zu können.
Für eine noch schönere Klangentwicklung schneidet er das Rosettenloch in den Resonanzboden. Dafür nimmt er einen Lochschneider. Der Resonanzmond ist doch etwas gehemmt, wenn er einen völlig geschlossenen Klangraum unter sich hat. Kann man sich so vorstellen, der muss ja dann, wenn er nach unten schwingt, muss er ja diesen Luftraum komprimieren. Und das macht der Arbeit, also hemmt es ihn. Und ist eigentlich einleuchtend, wenn man es öffnet, dann kann er ganz frei und unbelastet schwingen. Und deswegen macht man die Öffnung rein. Das Prinzip gleicht Gitarre, Geige und Co. Doch die Öffnung bekommt auch eine passende Verzierung, die Pergamentrosette. Ja, das finden wir bei den ganzen historischen italienischen Cembali, diese Pergamentrosetten, Ziegenpergament in diesem Fall, also wird gemacht aus der enthaarten Haut von Ziegen. Leder ist ja auch Tierhaut, aber die wird gegerbt. Ein Pergament wird nur spanngetrocknet. Und das kann man dann wunderbar schneiden, ist total stabil auch und die filigransten Muster reinmachen. Diese außergewöhnliche Verzierung bekommt Matthias von einer Rosettenmacherin aus Mailand angefertigt. Um sie auf dem Resonanzboden anzubringen, nimmt Matthias einen seit Jahrhunderten bewährten Leim. Den hat er seit seiner Werkstattgründung. Das ist der Körner Hautleim, den ich verwende für alle akustisch relevanten Teile sozusagen. Aus Hautabfällen verschiedener Tiere gemacht. Jetzt ist vielleicht noch 1/3 drin von den 50 Kilo. Also wenn 2/3 für 35 Jahre reichen, reicht 1/3 für 17,5 Jahre. Und dann ist der Leim alle. Das ist dann vielleicht gerade die Zeit, wo ich dann in Ruhestand gehen mag. Weiß man nicht. Also der Hautleim wird gerne benutzt von Musikinstrumentenmachern, weil er ebenso glashart aushärtet, ja, und keine schwingungsdämpfende Schicht mitten im Instrument bildet. Das ist eigentlich der Hauptgag. So toll die Eigenschaften dieses Leims sind, ist es doch ein bisschen mühseliger, damit zu arbeiten. Man muss auch mehr im Voraus immer denken. Man muss ihn am Vorabend spätestens in kaltem Wasser vorquellen lassen über Nacht, dann am nächsten Tag schmelzen. Aber er darf auch ja nicht kochen, weil er dann die Leimfähigkeit verliert. Aber so 65 Grad wäre gut. Und dann beim Bearbeiten ist er auch etwas heikler als moderner chemischer Leim, weil er schnell geliert und ein sehr zügiges Arbeiten verlangt. Und naja, man muss immer die Temperatur im Kopf haben. Und das ist schon für viele genug Abschreckung, dass sie ihn nicht nehmen wollen. Aber es ist natürlich keine Arbeit, man muss nur dran denken. Und dann muss man nur noch daran denken, alle Teile rechtzeitig, das heißt am Vortag, mit verdünntem Hautleim zu leimwässern. Denn nur dann halten die aufgeleimten Teile richtig, weil der Leim nicht sofort wegzieht. Ein kleiner Nachteil und weiterer Arbeitsschritt. Aber für Matthias überwiegen die Vorteile des Naturleims. Die historischen Belege und dass er keine unschönen Leimflecken hinterlässt. Am Instrument leimt Matthias so gut wie alles. Es gibt später keine einzige Schraube und genau einen Nagel im ganzen Cembalo. Und der ist natürlich handgeschmiedet. Auf den Resonanzboden kommt auch ein Steg, über den die Saiten laufen. Er definiert die schwingende Länge der Saite und damit die Tonhöhe. Dieser Steg wird bei italienischen Instrumenten stiltypisch verziert, mit einer Schnecke an beiden Enden. Matthias zeichnet die Form an und sägt sie an der Bandsäge, naja, grob kann man es fast nicht nennen, vor. Dann schnitzt er die Schnecke in Form,
So lange, bis sie wie eine Papierrolle wirkt. Diese Art von Geduld, die muss man unabdingbar mitbringen. Die Einsamkeit muss man aushalten. Also es ist natürlich sozusagen eine einsame Sache. Man bastelt da so wochenlang vor sich hin, macht mir aber auch nichts aus. Im Grunde das, was ich gerade mache, mache ich immer mit Herzblut eigentlich in meinem Job. Den verzierten Steg leimt Matthias auf den getrockneten Resonanzboden. Jetzt muss es zügig gehen. Die Heizung ist hochgedreht, damit der Leim langsamer geliert. Das Telefon ist ausgesteckt, damit niemand stört. Denn wenn der Leim einmal durchgeliert, geht nichts mehr. Matthias kann hier allerdings nicht auf der gesamten Länge mit Zwingen arbeiten. Darum nutzt er einen sogenannten Schreinerhimmel, bei dem Leisten zwischen Bodenplatte und Decke geklemmt werden und so den Steg auf dem Boden fixieren. Eine so eine Leiste entwickelt vielleicht 40, 50 Kilo Druck immerhin. Ne? Und wenn wir also 30 haben, dann haben wir schon 1,5 Tonnen. Überschüssigen Leim zieht Matthias in Faserrichtung ab. So gibt es keine Leimspuren. Ja, ist alles gut. Gott gebe, dass es klebe. Und während es hier im Schreinerhimmel ganz fromm und gut klebt, kümmert sich Matthias um ein anderes, zentrales Teil für den Klang. Den Rechen. Denn das Cembalo braucht eine Mechanik. Das ist eine Führungsleiste für die Springer, für die Mechanik des Cembalos. Das wäre hier so ein Springer, der hält dann in der Zunge einen Kiel und der Kiel reißt die Saite an. Ganz einfaches Prinzip. Und der Springer muss beweglich sein, sodass die Taste ihn anheben kann. Dafür kommen die Schlitze in die Nussbaumleiste, die Matthias vorab aufgetrennt hat. Und aus 2 Teilen muss nun wieder, wie so oft, eines werden. Weil die Springer am Ende nur 1/10 Millimeter Luft haben, hat sich Matthias dafür eine besondere Technik überlegt. Wenn ich jetzt normal mit dem Leimpinsel hier über die ganzen Schlitze gehe, dann läuft mir der Leim rein in die Führungsfläche. Und die Führungsfläche soll ohne Leim bleiben, die soll glattes Holz sein. Und deswegen habe ich eine Art, wie ich das mache, indem ich den Leim erst hier auf eine kunststoffbeschichtete Platte auftrage und dann den Rechen einlege. Wenn der Leim leicht rausquillt, ist es perfekt. Denn eine Schreinerweisheit besagt, wo nichts rauskommt, hat nichts geleimt. Nun ist die Rückseite des Resonanzbodens an der Reihe. Dort sind schon die sogenannten Rippen verleimt. Ja, wir haben eine große, dünne Holzfläche. Die würde sich wellen, wenn es feucht wird zum Beispiel. Und das ist schlecht, weil dann die Seiten daran schnarren können. Das ist die eine Funktion der Rippen. Und die andere ist
eine akustische, indem sie den eigentlich hauptsächlich schwingenden Bereich abtrennen und definieren überhaupt. Und da es statisch gesehen keinen Grund gibt, die Streben außen genauso dick zu lassen wie innen, sticht Matthias die Rippen mit seinem Stecheisen ab. Damit spart er unnötiges Gewicht. Das Cembalo wiegt am Ende nur rund 25 Kilogramm, ein moderner Konzertflügel bis zu 600 Kilo. Und es sieht natürlich auch einfach gut aus. Mit einem kleinen Geigenbauerhobel glättet er die Oberfläche und bricht die scharfen Kanten. Geschafft. Und auch die sägeraue Oberfläche des verleimten Rechens bekommt ihr Finish. In seiner Werkstatt benutzt Matthias hauptsächlich handgemachte und sehr gerne historische Hobel. Für die hat er eine echte Leidenschaft entwickelt. Die Qualität der Ausführung ist so besonders. Das Hobelmaul zum Beispiel ist super eng, das heißt die Luft vor dem schneidenden Eisen. Und dadurch wird ja das Holz bis direkt vor der Schneideaktion runtergepresst und hat dadurch keine Chance auszureißen. Macht einfach mehr Spaß, mit seriösem Werkzeug zu arbeiten, mit gutem Werkzeug. Das ist einfach so ein schönes Gefühl damit, dass es gut wird. Feine Werkzeuge, Holz und Ruhe. Matthias ist gerne in seinem Werkstattwohnzimmer. Cembalo, da fühle ich mich zu Hause. Dann ist man auch glücklich bei der Arbeit, ne? Also ich arbeite nicht aufs Wochenende hin, wann ist endlich Freitagmittag, dass ich endlich hier raus kann, sondern im Gegenteil, wenn ich mal einen Tag weg muss, sehne ich mich danach zurückzukommen. Ja, jetzt bin ich eigentlich immer in der Werkstatt, also das ist quasi zu meinem natürlichen Habitat geworden. Gut 2 Wochen später. Matthias war viel und lange in seiner Werkstatt. Das Gerippe des Cembalos steht. Den Unterboden hatten wir auf Maß gebracht, ne? Der gibt uns die endgültige Form vor. Und dann habe ich erstmal diesen Damm auf den Unterboden geleimt. Davor kommt der Rechen und die Kulissen rechts und links, die den Stimmstock halten. Der Steg auf dem Stimmstock dient dazu, die klingende Seitenlänge zu begrenzen. Die klingt dann von dem Steg ab bis zu dem nächsten Steg, der dann hier hinten sein wird. Und die Löcher dienen dazu, um die Stimmwirbel aufzunehmen später. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, ehe die Zagen rankommen, dass auf die Seitenwände schön eine Ebene sind, ne? Dafür schiebt Matthias das Gerippe komplett über die Abrichte. Die gerundete Seite passt er mit einer handgehauenen Raspel an. Der Unterschied zu einer maschinellen ist im Grunde, dass die Hiebe minimal ungleich groß sind.
weil sie Handarbeit ist. Das ist gerade das Gute, weil dadurch dieses Rattern vermieden wird, ja, durch die unterschiedliche Höhe der Hiebe. Wird jeder Schreiner bestätigen. Eine handgehauene Raspel ist immer der maschinell gefertigten vorzuziehen. Die raue Oberfläche hat auch beim Leimen Vorteile und muss ausnahmsweise nicht nochmal glatt gehobelt werden. Der Resonanzboden liegt später vorne auf dem Damm auf. Damit der Resonanzboden trotzdem auch in den hohen Tonlagen frei schwingen kann, schnitzt Matthias den Damm am Diskant hohl. Der Cembalo-Baumeister prüft durch Klopfen immer wieder, wie gut er schon klingt. Mit kleinen Daumen- oder auch Geigenbauerhobeln bekommt der Damm seinen letzten Schliff. Matthias kommt seinem Wunschklang immer näher. Der Hauptteil ist gemacht. Es klingt auch schon sehr schön, finde ich. Es macht nicht nur den Resonanzboden, befreit ihn nicht nur vom soliden Holz, sondern hat auch seinerseits eine Förderung des Klanges zum Effekt. Ja. Wie so eine Trommel. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen und die gebogene Hohlwand kann ans Gerippe geleimt werden. Das ist jetzt ein wichtiger und hektischer Schritt, das Anleimen dieser Hohlwand. Aber dann sind alle Zagen drumherum geleimt. Dann kann man von einem richtigen Cembalo-Gehäuse reden. Dann ist das Gehäuse im Grunde fertig. Zur Sicherheit ist die Hohlwand noch auf Übermaß. Trotzdem, ein heikler Arbeitsschritt. Geleimt ist geleimt. Deshalb beginnt Matthias erstmal mit einer sogenannten Trockenleim. Ich habe alles gecheckt, alles wunderbar dicht, auch schon mit ganz leichtem Zwingendruck. Muss nichts verdrücken oder hinwürgen. Alles ist wunderbar, sodass wir jetzt ans Leimen kommen. Es sind oft grundlegende, ja fast schon banale Schreinerarbeiten, die Matthias macht. Hobeln, leimen, festzwingen. Doch das Geheimnis liegt in der Zeit, Ruhe und Liebe fürs Detail. Und so nimmt er den überschüssigen Leim wirklich überall ab. Wir müssen ja immer damit rechnen, dass eventuell in 200 Jahren oder so jemand auch das Instrument von innen sieht. Normal ist ja alles abgeschlossen. Aber ein Restaurator, der irgendwas öffnen muss,
Und für den soll es auch schön sein, genau. Als Zeichen der Ehrerbietung. Und für alle, die es sich gefragt haben, es sind 47 Zwingen. Ich denke, die wird nicht wieder von alleine abfallen, die Wand. Ja gut, Feierabend. Doch ein Teil darf bei einem Tasteninstrument natürlich nicht vergessen werden, die Klaviatur, um die sich Matthias parallel seit Wochen kümmert. Die Klaviatur ist ja der Mittler zwischen Musiker und Instrument sozusagen. Das ist das, was der Musiker berührt. Das ist quasi die Verbindungsstelle. Und deswegen möchte ich mir das nicht aus der Hand nehmen lassen. Jetzt gilt es noch, den Tastenweg überhaupt den Obertasten zu ermöglichen. Die vordere Taste hat schon ihren nötigen Gang, kein Problem, ist alles frei. Und die hintere schlägt ja auf die vordere, die nimmt ja die vordere mit. Aber sie soll ja nur alleine klingen. Wir wollen ja nicht zwei Töne, die ganz dicht beieinander liegen, hören. Und deswegen kann man sich vorstellen, muss ich hier so einen Keil von dem Hebel, von der Linde dieser Taste rausnehmen. Denn es ist eine besondere Klaviatur. Sie hat gebrochene Obertasten. Pro Oktave kann man insgesamt 19 statt der üblichen 12 Töne spielen. Matthias hat vor seiner Handwerksausbildung auch Cembalo studiert. Zur Überbrückung der damaligen Wartezeit auf seinen Ausbildungsplatz. Denn dass er Cembalo-Bauer werden will, wusste er schon zum Ende seines Abiturs. Ich kam ja vom Tasteninstrument. Ich hatte immer Klavierunterricht und so und dann Orgelunterricht. Also ich wäre sicher nicht eines Tages aufgewacht und hätte gedacht, ich werde Geigenbauer oder so. Irgendwas mit Tasten muss schon sein. Und für mich schien das dann perfekte Verbindung von Musik und Handwerk, Cembalo-Bauer zu werden. Und unter Cembalo-Bauern ist der kommende Tag ein feierlicher. Also wir reden bei dem Tag, wenn der Resonanzbogen eingeleimt ist, vom Champagne Day, weil es eben eigentlich ein Grund zu feiern ist. Der eigentliche Klang, wie der Resonanzbogen die Schwingung der Saiten aufnimmt und verstärkt und so, wie das alles klappt, vom Bass bis zum höchsten Diskant, das ist dann im Grunde festgelegt. Insofern Grund zu feiern. Wenn irgendwas doch nicht stimmt, zum Beispiel wenn der Resonanzbogen nicht mehr reinpasst plötzlich, weil es so feucht ist oder so, dann ist schlecht, dann kann man im Grunde nichts machen, dann kann man nur den Leim wieder wegwischen. Aber der hat ja jetzt etwas Untermaß, weil ich weiß ja, dass er natürlich sofort, wenn er nass wird, quillt. Also es sollte eigentlich alles gut gehen, ich bin zuversichtlich. Also ich kann jetzt eigentlich loslegen mit Einleimen, ich möchte bloß vorher noch das Instrument innen signieren. Und das würde ich sagen, das mache ich immer erst direkt, wenn ich weiß, jetzt kommt der Boden rein, dann schreibe ich noch kurz vorher meinen Namen rein. Und das wäre jetzt der Punkt. Der Heißleim ist heiß und frisch und gut. Alles ist bereit. Cembalo Nummer 201 hat seinen Namen. Na dann kann's ja losgehen. Man sieht es an jedem Arbeitsschritt. Matthias ist eigentlich ein Künstler, aber er selbst sieht sich lieber als Handwerker. Das mit dem Cembalo-Bau ist so ein bisschen wie beim Hausbau. Am Anfang sieht man ganz schnell ganz viel, aber dann kommt da ja noch der Innenausbau, etliche kleine, aber feine Arbeiten, die viel Zeit benötigen.
Zwinge für Zwinge kommen wir dem Klang näher. Und? Alle Zwingen dran? Sollte alles gut sein. Man guckt immer noch dreimal, fehlt nirgendwo eine Stelle, ist keine Stelle ohne Zwinge. Ist aber alles gut. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Das Instrument darf über Nacht trocknen. Wenn der Leim trocken ist, reißt Matthias die Bohrposition für die Stegstifte an. Dafür hat er ein selbstgebautes Stellmaß, extra für diesen Cembalo-Typ. Das ist ein ziemlich wichtiger und akkurat auszuführender Schritt, damit am Ende die Saiten jeweils 1 Millimeter Luft zu den Springern haben. Mehr kann ich mir hier nicht erlauben. Alles ist total knapp. Das ist quasi der erste Schritt für die klangliche Anlage. Jetzt geht es richtig um die Saiten, wenn man so will. Denn die Saiten werden von den Stegstiften geführt, die auf dem Resonanzboden und Stimmstocksteg sitzen. Nach hinten biegt jede Saite exakt 13 Grad ab. Dieser Anhangwinkel ist wichtig, damit die Saite dicht am Steg anliegt und sich ihre Energie auf den Resonanzboden überträgt. »140 Mal muss er Bohrlöcher vorstechen.« Den hinteren Steg hatten wir ja angerissen und den vorderen habe ich mittlerweile auch angerissen und weiß somit anhand dieser kleinen Pika, wo ich bohren muss. Für die Stegstifte, die dann da eingeschlagen werden. Nun kommen die Stegstifte rein. Sie bestimmen die Saitenlänge mit und damit die Tonhöhe. Mit einem speziellen Werkzeug, selbst an der Metalldrehbank gefertigt, schlägt Matthias die Stifte ein. Die leichte Schräge brauchen sie, damit die Saite gut am Stift anliegt und beim Anzupfen nicht nach oben rutscht. Wir haben ja alle Stifte gesetzt. Jetzt können die Saiten drauf. Ein spannender Schritt, weil jetzt hört man zum ersten Mal nach den vielen Wochen des Bauens irgendeinen Klang. Ich habe ja hier so einen Besaitungsplan, der mir angibt, wann welche Sprünge im Durchmesser stattfinden. Die Stärke wechselt nicht bei jedem Ton, aber bereichsweise. Die Länge der Saiten gibt die Tonhöhe vor, die Matthias entsprechend berechnet hat.
Beim Aufwickeln der Saiten hält Matthias den Wirbel leicht schräg, damit die Saitenwindungen dicht an dicht anliegen. Das Talkumpulver, ein natürliches Mineral, hilft beim späteren Stimmen. Die Wirbel gehen leichter. Früher hat Matthias die Wirbel, versteht sich von alleine, auch noch selbst geschmiedet. Inzwischen lässt er sie aber anfertigen. Die verstellbare Metallstütze unter dem Stimmstock leitet die Schlagkraft auf den darunterstehenden Bock weiter. Um die Wirbel einzuschlagen, hat Matthias seinen Lieblingshammer. Das ist so ein japanischer Hammer, von Hand geschmiedet hier der Kopf übrigens. Das Eisen ist außen gehärtet, in der Mitte wird es weich. Dann überträgt sich der Schlag nicht so auf das Handgelenk. Die Länge, eine Elle, ist auch gut. Viele Hämmer haben einen viel zu kurzen Stiel. Und der Schmied übrigens verkauft den Stiel mit dem Kopf separat und erwartet vom Käufer, dass der den Stiel natürlich selber einpasst. Und zwar bitteschön ohne Keil. Und wer das nicht hinkriegt, ist auch seines Hammerkopfes nicht würdig, so sieht er das. Finde ich auch gut. Also man muss den genau einpassen, dass er spielfrei in dieses eckige Loch passt. Und das ist hier der Fall. Also ich darf ihn verwenden. Mit einem Stimmhammer bringt er die Saiten auf Spannung. Bis Matthias den Klang richtig bewerten kann, braucht es aber, was sonst, noch Zeit. Rund 2 Wochen dauert es, bis die Saiten sich gestreckt haben. Davor klingen sie matt. In dieser Zeit muss er das Cembalo alle paar Tage stimmen. Erst dann kann es an den Saiten weitergehen. Bis es soweit ist, kümmert er sich um die Klaviatur, die in den letzten Zügen steckt. Der letzte Schritt einer Klaviatur ist dann das Geradelegen. Und da bin ich gerade dabei. Geradelegen heißt, die Tasten bilden ja keine perfekte Ebene von Natur aus, wenn ich die einsetze. Ja, gilt es noch, eben in eine Ebene zu bringen. Weil der Spieler soll ja nicht über die Tasten quasi stolpern. Zum Unterlegen nimmt Matthias hauchdünne Papierscheiben, nur 0,1 mm zart. Noch ein letzter Blick und die Klaviatur darf ins Cembalo. Damit die Tastenanschläge auch einen Klang erzeugen, fehlt noch die Mechanik, die die Saiten anreißt. Die sogenannten Springer kommen in den Rechen. Durch sie kommt der unverwechselbare Klang zustande, der das Cembalo vom Klavier unterscheidet. Die Springer funktionieren so, dass wir hier einen Kiel eingesetzt haben, vergleichbar mit einem Plektrum, mit dem man eine Gitarre spielen mag. Und wenn ich die Taste runterdrücke, geht es ja hinten hoch und der Kiel reißt die Saite an. Die Zunge
in der der Kiel sitzt, muss beweglich gelagert sein und die muss ja auch zurückkommen. Deswegen brauchen wir eine kleine Feder und da wurde traditionell eine Wildschweinborste genommen. Das ist hier jetzt ein Kunstmaterial, aber dafür ist jede Borste gleich stark hier, während bei einem Wildschweinfell, ich habe das ja da oben noch hängen, da ist jede Borste ungleich stark. Und auch für den Kiel mussten Tiere wortwörtlich federn lassen. Also historisch gesehen war es jahrhundertelang so, dass der Kiel aus einer Vogelfeder geschnitten wurde. Es gehen verschiedene, aber das klassische Material ist Kolkrabe. Das ist halt heute schwierig zu bekommen, weil der Vogel unter Naturschutz steht. Und die sieht man nur noch in Safari-Parks. Da habe ich mir auch welche geholt. Natürlich ist Aussteigen streng verboten, aber um Federn zu kriegen, habe ich es gewagt. Muss man gucken, ob gerade kein Löwe kommt. Und dann kann man eine Feder vom Kolkraben sammeln. Habe ich gemacht. Also meine ersten 30 Instrumente waren alle nur mit Federkielen bekielt. Man hat sie nicht anders bekommen bei mir. Allerdings, man muss wissen, man hat dann immer Arbeit damit. Ja? Man muss es wollen. Und bei mir sind doch im Laufe der Jahre dann viele Kunden auf mich zugekommen und haben mich angefleht, ob ich nicht bitte Delrin nehmen kann, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Mit den Jahren ist Matthias dann milder geworden und hat zum Kunststoff Delrin gewechselt. Die Kunden danken es ihm. Die Kiele muss er noch intonieren, also schneiden, bis sie einen schönen Klang erzeugen. Man verändert natürlich mit jedem Schnitt, den man an den Kielen macht, den Klang. Und man versucht herauszufinden, wo klingt denn das Instrument am besten? Wo will es denn hin, auf gut Deutsch? Das ist bei jedem Instrument anders. Matthias möchte eine schöne Tonwölbung schaffen. Dabei fühlt er beim Spielen und schaut, ob sich der Kiel über die ganze Länge in einer harmonischen Kurve biegt. Er achtet vor allem auf Gleichmäßigkeit, denn am Ende soll der Musiker die Akzente setzen und nicht das Instrument. So kommt er dem wahren Klang Schnitt für Schnitt, Springer für Springer näher. Ton für Ton hört man mehr und freut sich. Mit dem Intonieren der 70 Springer ist Matthias gut 2 Tage beschäftigt. Denn das Gehör braucht dazwischen auch mal eine Nacht Ruhe. Damit der Ton sauber endet, benötigen die Springer noch einen Dämpfer. Das rote Wolltuch Kasimir stoppt die schwingende Saite, wenn man die Taste loslässt. Das Besondere ist halt, dass man von A bis Z das ganze Instrument bauen kann. Das könnte man im Klavierbereich nicht machen, alleine. Also, und das erzeugt ein ganz besonderes Gefühl. Ganz nah am Glück ist das. Und zum perfekten Glück fehlen nur noch ein paar wenige Handgriffe. Inzwischen sind die handgedrechselten Pappelbeine da. Der Korpus des Cembalos ist traditionell lackiert. Für 36.000 € findet dieses Cembalo Universale seine neue Heimat im Pariser Konservatorium. Grundzutaten für diese hohe Instrumentenbaukunst sind traditionelles Handwerkswissen, jahrzehntelang gealtertes Holz plus 3 Monate intensive Arbeit. Dazu kommen viel Liebe, feines Gespür und eine ordentliche Prise Geduld. Doch die wertvollste Ressource der Cembalo-Bauer ist, na klar, die Zeit für ihre Leidenschaft. Das Schönste ist, dass man eben was mit den Händen erschafft und mit viel Eifer und Geduld und so weiter, was am Ende die Seele berührt. Das ist ja im Grunde, was alle wollen. Und wenn ich da einen kleinen Teil dazu beitrage, dann ist das schon total glückbringendes, erhebendes Gefühl vielleicht sogar.
Für mich ist es ja sowieso der schönste Beruf auf der Welt. Und wie war das nochmal mit der Suche nach dem alten Klang dieses Traditionshandwerks? Wie klingt es denn nun? Zurücklehnen und genießen. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.